Herzlich willkommen zu Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von einem Kurs in Wundern. Wir sind heute bei Lektion 71 angelangt. Nur Gottes Heilplan funktioniert. Dieser Satz impliziert, dass es auch noch andere Heilspläne gibt. Und ja, das Ego hat auch einen Heilsplan für uns. Und das lernen wir heute, wie der Heilsplan von Ego aussieht und wie der von Gott aussieht und wie wir mit dem Heilsplan von Gott durch unser Leben navigieren. So schließen wir zu Beginn der getanzten Lektion die Augen und kommen gut in unseren Körper an. Wir nehmen einen tiefen Atemzug. Und sinken so richtig schön in unseren Körper. Und dann beginnen wir, ihn von der Hüfte her zu kreisen oder eine liegende Acht zu machen. Und spielen mit unserem Körper, tanzen mit ihm immer weiter. Gerne auch die Füße etwas breiter stellen für einen guten Stand und den Kopf mitnehmen und auch mit den Knien. Der ganze Körper darf sich so richtig fein genüsslich durchbewegen. Und dann werden wir schon wieder kleiner mit den Bewegungen. Bis sich nur noch ganz kleine Bewegungen zeigen, vor allem in der Hüfte. Und bis auch diese zur Ruhe kommen. Einmal kurz in den Körper spüren, das Feuer und die Lebendigkeit von unserem Werkzeug hier auf Erden. Und dann nehmen wir einen tiefen Atemzug ein und rollen dabei die Schultern hoch. Mit dem Einatmen hoch. Und mit dem Ausatmen hinten hinunter. Oh, und hier hat es gerade geknackst bei mir in den Schultern. Allen Ballast ablegen. Alles Schwere, was wir so auf unseren Schultern glauben, auf unseren Schultern tragen zu müssen, dürfen wir einfach ablegen. Noch einmal rollen und beim Atmen einatmen und ausatmen. Und dann gehe noch leicht in die Knie und stelle die Füße so hüftbreit hin, dass du fein hier stehst, einen guten Stand hast. Und dann mit dem nächsten Einatmen können wir die Augen öffnen. Die Lektion von heute. Nur Gottes Heilplan wird funktionieren. So hier vom Herzen
Herzen aus. So wie Gott das Heilmittel in uns gelegt hat, ganz nah, dass es dort, wo es nützlich ist, so ist auch der Heilsplan Gottes ganz nah bei uns. So starten wir gemeinsam unsere Navigation. Wir stellen uns vor, dass dies unsere Navigation ist, die Hände so. Und diese Navigation wird aus dem Herzen gespeist, aus der Quelle. Dann haben wir hier noch, mit den Daumen hier, haben wir noch die Antenne für unsere Navigation. Stets ausgerichtet auf Gott. Und so können wir durch unser Leben navigieren. Und wir können Gott fragen, was möchtest du, was ich tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, dass ich sage und zu wem? Und dann hören wir zu und vertrauen und lassen uns führen. Unsere göttliche Navigation hier vor dem Herzen. Gottes Heilplan führt uns zu Freude und zu Freiheit. Und kurz noch zum Heilsplan vom Ego. Wenn es heißt, nur Gottes Heilsplan funktioniert, heißt das, es gibt auch noch einen anderen Heilsplan. Und das ist dieser vom Ego. Und der wird hier heute auch gut beschrieben in der Übungslektion. Und beim Ego ist es so, es scrollt. Es scrollt und es schaut nach außen. Und es findet im Außen, oder es zeigt uns im Außen die Lösung. Also sein Heilsplan ist, finde im Außen die Lösung. Zum Beispiel, mein Partner, meine Partnerin, die spinnt, die ist so schlecht. Ständig jammert sie nur herum und er räumt nie auf. Und ich glaube, ich brauche einen anderen Partner. Entweder ich nehme mir jetzt einen anderen Partner, das wäre die Lösung, oder mein Partner ändert sich. Also du siehst, die Lösung ist irgendwo im Außen. Oder Ego hat auch noch eine andere Lösung, wenn wir irgendwo wohnen, wo es uns nicht gefällt. Darum kann ich mich nicht konzentrieren. Darum bin ich so krank. Weil das ist der Wohnort. Ich muss nur eine andere Wohnung finden. Ich muss nur umziehen und dann bin ich gesund. Dann werde ich erfolgreich sein. Dann geht's aufwärts. Und die Navigation Gottes sagt, hier aus dem Zentrum heraus führt sie dich souverän, sicher, und sie zeigt dir, die Lösung ist, wo? Kommt von dir, also von mir, von dir, kommt von unserem Inneren, nicht da draußen. Das Ego lehrt uns, draußen kommt die Lösung, wenn sich das ändert, alles da draußen soll sich ändern, nur nicht wir. Wir sind ja okay so, wir passen, wir machen alles genau richtig. Aber da draußen, wenn das denn noch anders wäre, dann würde es mir besser gehen. So, das spürst du, in dem Heilsplan vom Ego ist diese Hektik da draußen. Ich suche noch hier und ich suche noch da und ich muss mich hier noch umschauen und das ist es. Und diese Ohnmacht auch, ich kann nichts tun. Die muss sich ändern. Der muss endlich mal aufwachen. Das ist auch so eine Ohnmacht, die vom
Heilsplan des Egos ausgeht. So erkennen wir für heute, wir zentrieren uns nochmals und sagen, nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Und dann fragen wir Gott, wohin wir gehen sollen, was wir tun sollen, was wir sagen sollen. Und wir lauschen und wir folgen dem Heilsplan Gottes. Er schenkt uns Zentrierung. Hier kommt Klarheit. Hier kommt Eigenmacht. Und wann immer du heute eine Form von Groll hegst oder irgendeinen Ärger hast oder traurig bist oder wenn dir irgendwo etwas nicht passt, dann erinnere dich an diese Lektion und sage, Groll hegen ist das Gegenteil vom Heilsplan Gottes. Groll hegen kommt von außen. Ändere dich, mach du. Das ist das Gegenteil vom Heilsplan Gottes. Und dann zentriere dich. Frage Gott, höre ihm zu und lass dich navigieren. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. So, wir sind alle auf dem gleichen Weg. Wir haben die gleiche Navigation. Wir haben auch den gleichen Störenfried. Oh, hast du gesehen, da und da. Oh. Wir sind auf der gleichen Reise. So wünsche ich dir und mir viel Freude beim Üben, beim Zuhören und beim Folgen der Navigation, dem Heilsplan